Danke, liebe Michelle, danke an die Jusos, dass die Veranstaltung organisiert haben. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, Staatsminister Michael Roth. Freut mich, wenn ich Staatsminister Michael Roth sagen darf, weil wenn ich die Jusos so angucke, dann ist es schon sehr lange her, aber auch wir waren mal Jusos und wir waren das gemeinsam und da hatten wir noch gar keine Ideen davon, dass er heute Staatsminister ist und ich im Bundestag sitze. So kann es dann manchmal kommen. Und Staatsminister im Auswärtigen Amt in einer Zeit, in der, das war erst meine erste Legislatur, aber man sagte mir, dass es noch nie eine Legislatur gegeben hätte, in der Außenpolitik eine so große Rolle gespielt hätte wie in den letzten 4 Jahren. Und natürlich Europa, das Thema, für das Michael Roth Verantwortung trägt, eins, das uns ganz viel beschäftigt hat. Und da natürlich die Frage der Beziehung zu der Türkei nochmal eine ganz besondere Rolle eingenommen haben. Und deswegen freut es mich, dass wir heute mit so vielen, mit euch, mit Ihnen dieses Thema diskutieren können. Denn es ist natürlich für uns in Deutschland ein Thema, das uns in vielerlei Hinsicht besonders beschäftigt, weil wir eben auch sehr viele Menschen mit türkischen Wurzeln in unserem Land haben und wir deswegen auch noch in einer ganz besonderen Art und Weise mit der Türkei verbunden sind. Und wir auch als SPD die Türkei ja lange beobachtet und begleitet haben und ich für mich immer sagen muss, ich finde es einfach total schade, weil es so lange man den Eindruck hat, es ist wirklich ein Vorzeigeland mit einer tollen Entwicklung hin zur Demokratie, hin nach Europa, vieles, das sich zum Positiven entwickelt hat, ein beispielgebendes Land, das zeigt, dass man sowohl eine gute Demokratie und ein Rechtsstaat werden kann, unabhängig welche Religion die Mehrheitsreligion in einem Land ist, und dass es nun eine Entwicklung gibt, die uns auch in Deutschland und Europa so sehr belastet. Das ist etwas, was ich sehr traurig finde und wo ich froh bin, dass Michael Roth uns sagen wird, wie wir das in den letzten 4 Jahren damit umgegangen sind, aber vor allem auch, wie wir mit der Situation in Zukunft umgehen werden und was die Türkei und ihre Beziehung zu Europa in Zukunft für uns ausmachen wird. Herzlich willkommen noch einmal, Michael Roth, schön, dass du da bist. Bitte schon tun, wie schön. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, liebe Michelle, liebe Dagmar, liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Mensch, dass ein hochmögender Landrat sich auch Zeit nimmt, finde ich ganz beachtlich, toll. Lieber Wolfgang, ich dachte immer, Landräte und Staatsminister seien nie im Urlaub, aber das beruhigt mich erst einmal. Ich finde es auch großartig, dass so viele Jung und Alt den Weg hierher gefunden haben zum Zentrum der Aleviten. Ich weiß, 15 Uhr ist sicherlich kein idealer Zeitpunkt, um eine Veranstaltung zu machen, aber wir sollten den Tag nutzen und wir sollten vor allem denjenigen ein Schnippchen schlagen, die ständig erklären, was man in einem Wahlkampf alles nicht zu diskutieren hat. Es soll ja da eine Kanzlerin geben, die erklärt, sie wolle nicht über die Zukunft der Rente reden. Es gibt da eine Kanzlerin, die erklärt, man wolle nicht über die Zukunft Europas reden. Insofern ist das genau richtig, was wir hier tun. Ich bin auch heute Morgen am Frühstückstisch gefragt worden, ja wie denn, ihr wollt über ein so schwieriges Thema sprechen und das im Wahlkampf? Ja, genau, weil es schwierig ist und weil es so viele Menschen bewegt, gehört es in den Wahlkampf hinein. Wahlkampf ist ja nicht eine Zeit zur Verblödung und Wahlkampf ist auch keine Zeit, wo man erklärt, wo man mit den anderen übereinstimmt. Wahlkampf ist eine Zeit, um den Bürgerinnen und Bürgern Angebote zu unterbreiten. Personell und inhaltlich. Hier im Land-Dill-Kreis funktioniert das ja alles top. Sie haben ein wunderbares personelles Angebot. Auch deshalb bin ich hier. Dagi hat ja schon darauf hingewiesen, wir kennen uns schon sehr lange aus vielen Zusammenhängen. Und es ist einfach gut zu wissen, dass man Kolleginnen und Kollegen wie Dagmar hat, die nicht nur inhaltlich fundiert sind, sondern mit denen man auch ganz solidarisch übergreifend zusammenarbeiten kann. Und da ist der Weg zwischen Bad Hersfeld und Wetzlar ganz kurz. Also ich bin auch deshalb hierher gekommen, um Danke zu sagen dafür, dass der Land-Dill-Kreis eine so wunderbare Bundestagsabgeordnete hat und ich bin mir ziemlich sicher, sie wird das auch in den nächsten Jahren bleiben, aber dafür braucht sie ganz, ganz viel Unterstützung. Und schön, dass sie so viele Mitstreiterinnen und Mitstreiter hat.
Es ist heute jemand zu Ihnen gekommen, der vor 4 Jahren einen Wahlkampf erlebt hat. Da hat der Spitzenkandidat der Grünen, Trittin, erklärt, also Außenminister will er nicht werden, das ist nicht wichtig genug. Er möchte lieber Finanzminister werden. Und wir haben damals auch eine Zeit erlebt, in der das Profil auch der deutschen Außen- und Europapolitik ein wenig gelitten hatte. Das lag sicherlich auch an den personellen Besetzungen im Auswärtigen Amt. Und all das, was damals im Wahlkampf diskutiert wurde, ach, hört auf mit Außenpolitik, das kann von der Kanzlerin noch so ein bisschen im Nebenjob mitgemacht werden, hat sich angesichts der vielen Krisen und Konflikte, mit denen wir es derzeit zu tun haben, komplett erledigt. Die Außen- und Europapolitik ist ins Zentrum der deutschen Politik gerückt und das ist auch gut so. Ich tue mich überhaupt schwer als Internationalist und die Sozialdemokratie war immer eine internationalistisch und europäisch ausgerichtete Partei. Ich tue mich im Übrigen schwer abzugrenzen zwischen dem, was innenpolitisch läuft und dem, was außenpolitisch läuft. Und wie das miteinander verwoben ist, das haben wir alle erlebt in den vergangenen 2 Jahren. Diese eine Welt ist Wirklichkeit. Und noch so hohe Mauern und Grenzen und Zäune können uns von den Problemen der Welt nicht abschotten. Ja, und die Tragödien dieser Welt, die haben auf einmal ein Schicksal und einen Namen bekommen. Ihr, Ahmed, Mohammed, Mustafa, die leben in unserer Nachbarschaft und sie bringen furchtbare Geschichten, furchtbares Leid mit sich. Und wir alle haben erlebt, dass auch wir in der Verantwortung und in der Pflicht stehen, Menschen andernorts zu helfen. Ich weiß nicht, wie das Ihnen geht. Ich habe noch vor Jahren Briefe bekommen von Menschen, die mir sagten, was schickt ihr eigentlich das ganze Geld nach Afrika und in den Nahen Osten? Sorgt doch erstmal dafür, dass die Armut in Deutschland bekämpft wird und dann denkt an die anderen in der Welt. Dieselben Leute schicken mir heute nicht mehr Briefe, sondern E-Mails mit dem Tenor, tut doch endlich mehr im Nahen und Mittleren Osten, tut doch endlich mehr in Afrika und haltet uns die Flüchtlinge vom Leib. Zumindest diese Menschen haben erkannt, dass auch wir Solidarität üben müssen, dass auch wir in der Mitverantwortung stehen, dass andernorts Menschen ohne Angst verschieden sein können, dass andernorts Menschen in Würde leben können, dass auch andernorts Friede und Stabilität herrschen. Von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit möchte ich erstmal gar nicht reden. Und da bin ich auch schon bei der Türkei. Zu Ihnen ist jemand gekommen, der ein Freund der Türkei ist. Ich bin ein Freund der Türkinnen und Türken. Ich habe ein sehr emotionales Verhältnis zu vielen, vielen Menschen der Türkei. Und es dürfte in meinem Wahlkreis nicht anders sein als in Dagis Wahlkreis. Es gibt vermutlich keinen Stadtteil, keine Gemeinde, keinen Ort, wo nicht auch Bürgerinnen und Bürger leben, die türkische Wurzeln haben, die teilweise seit Jahrzehnten bei uns leben, in der Mitte unserer Gesellschaft verankert sind, zu unserem Wohlstand beigetragen haben, Steuern zahlen, Sozialversicherungsbeiträge zahlen, dafür sorgen, dass das Rentensystem funktioniert, die einfach dazugehören. Es gibt auch Menschen, die sich immer noch fremd bei uns fühlen, weil natürlich auch vieles, was an Integration schiefgelaufen ist in den vergangenen Jahren, sich wie in einer Lupe beleuchten lässt am Schicksal der sogenannten Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter. Und viele haben ja türkische Wurzeln, sind immer noch nicht so ganz angekommen, sind irgendwie nicht mehr so ganz in ihrer alten Heimat, der Türkei, verwurzelt und gleichzeitig noch nicht so richtig bei uns angekommen. Ja, das bedrückt mich, weil die große Krise zwischen Europa und der Türkei gerade auch diese Menschen in Geiselhaft zu nehmen droht. Da werden Barrieren höher. Da wird Entfremdung größer. Und dahingehend hat Dagmar völlig recht. Wir sind verpflichtet, Brücken zu bauen, auch dann, wenn es schwierig ist, weil es auch innenpolitische Auswirkungen hat, wenn die Entfremdung zwischen uns und der Türkei zunimmt. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir schweigen, dass wir zukleistern, dass wir Konflikte nicht beim Namen nennen. Und ich habe mir viel auch Kritik anhören müssen in den vergangenen
Jahren, warum seid ihr nicht lauter, warum seid ihr nicht deutlicher, was der Erdogan da macht, das hat doch mit Demokratie und Europa nichts zu tun. Ich würde uns allen zurufen wollen, in der Außen- und Sicherheitspolitik, auch in der Europapolitik, ist es schwierig einzuteilen in Gut und Böse, Schwarz und Weiß. Das sind die auf der richtigen Seite, das sind die auf der schlechten Seite. Es wird deshalb heute auch ein bisschen anspruchsvoller. Und ich will Sie ein bisschen provozieren, ich will euch auch ein bisschen ermuntern, durchaus auch nochmal nachzudenken. Ich habe in den vergangenen Jahren viel gelernt. Alleine die Frage, gehört dem Erdogan nicht endlich mal gesagt, dass er in der EU nichts zu suchen hat? Ist nicht so einfach zu beantworten. Ja, derzeit ist die Türkei unter Präsident Erdogan meilenweit von der EU entfernt. Und warum machen wir nicht das, was Außenminister Sebastian Kurz aus Österreich eingefordert hat? Wir haben darüber im Allgemeinen Rat, in dem ich sitze für unsere Bundesregierung in Brüssel, wir haben lange darüber gestritten. Machen wir jetzt einfach mal das Buch zu. Und ich habe dafür geworben, das Buch nicht zuzumachen. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund hat etwas mit meinen persönlichen Erfahrungen in der Türkei zu tun. Ich bin ja nicht nur in Ankara und treffe ja nicht nur Politikerinnen und Politiker, Regierungsvertreter. Ich treffe ja vor allem auch die Repräsentantinnen und Repräsentanten der Zivilgesellschaft, Bürgerrechtler, kritische Journalistinnen, Anwälte, Kulturschaffende, kritische Geister, Menschen, die es eben auch noch zuhauf in der Türkei gibt und die uns sagen, lasst uns nicht allein. Herr Erdogan hat weder in Izmir, noch in Istanbul, noch in Ankara eine Mehrheit für seine Verfassungsreform bekommen. Dort steht die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger auf Seiten der Demokratie. Und deswegen tue ich mich einfach so schwer, gegenüber diesen Millionen Menschen zu sagen, nein, wir beenden jetzt dieses Kapitel. Es gibt keine Beitrittsverhandlungen. Und dann gibt es noch, ich sage das heute in aller Offenheit, einen zweiten. Man mag das taktischen Grund nennen. Präsident Erdogan hat seine Politik in den vergangenen 2-3 Jahren darauf angelegt, deutlich zu machen, dass die Europäer die Türkei gar nicht ernst nehmen, dass die Europäer die Türkei gar nicht dabei haben wollen, dass die Europäer die Türkinnen und Türken überhaupt nicht respektieren und achten. Das ist die Geschichte, die Präsident Erdogan seinen Bürgerinnen und Bürgern erzählt hat. Ich finde, es ist jetzt an der Zeit, dass Herr Erdogan erklärt, wie er sich denn angesichts der Unterdrückung von Minderheiten, wie er sich angesichts der Schwächung der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit, wie er sich angesichts der Schwächung der Medienfreiheit und der Meinungsfreiheit einen Weg in die EU vorstellt. Ich will nicht, dass wir ihm die Arbeit erleichtern. Und deswegen werbe ich nach wie vor dafür, dass es viele Gründe geben mag, jetzt einfach zu sagen, Schluss mit den Beitrittsverhandlungen. Dass es aber durchaus auch noch ein paar Gründe dafür geben mag, zu sagen, lasst ihm es nicht so leicht werden. Prüfen wir und bleiben wir im Gespräch. Der einzige Hebel, den wir derzeit überhaupt noch in der Hand haben, ist der Beitrittsverhandlungen. Und natürlich ist das nicht endlich. Ich tue mich immer schwer, von roten Linien zu reden. In der Regel sind Politiker, die ständig von roten Linien reden, und da denke ich so an Herrn Seehofer und an andere, sehr schnell auch dabei, die roten Linien dann zu überschreiten, weil was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ich bin ja ein ziemlich altmodischer Politiker. Ich versuche eigentlich, mich an das zu halten, was ich vorher den Bürgerinnen und Bürgern auch erzähle. Aber ja, da gibt es auch ein paar Begrenzungen. Und eine Begrenzung ist die, sollte die Türkei die Todesstrafe wieder einführen, muss Schluss sein. Das ist nicht vereinbar. Und das hat auch noch andere Forderungen. Die Türkei ist seit den 50er Jahren, seit 1950, Mitglied des Europarates.
Im Europarat gehören alle europäischen Staaten mit einer Ausnahme an, nämlich Belarus, Weißrussland, weil Belarus die Todesstrafe hat. Und sollte die Türkei die Todesstrafe wirklich wieder einführen, dann ist die Mitgliedschaft im Europarat nicht mehr zu halten. Und das macht vieles schwer. Ich kann mir das nicht vorstellen. Aber wenn den Provokationen und diesen ständigen Ankündigungen dann wirklich Taten folgen, dann ist hier Schluss. Ich will das nicht, aber das muss man deutlich sagen. Ich frage mich ja immer wieder, und die Frage stellen sich bestimmt noch andere, warum genießt denn Präsident Erdogan, und er ist ja nicht irgendwie durch den Putsch an die Macht gekommen, warum genießt Präsident Erdogan und seine Partei, die AK-Party, trotzdem noch so viel Zustimmung? Und ich frage das vor allem auch diejenigen, die bei mir zu Hause leben, die noch Verwandtschaft in der Türkei haben, die in den DİTİB-Gemeinden aktiv sind, die mich immer eingeladen haben und die zum Beispiel auch wissen, dass ich schwul bin und mir zu meiner Hochzeit gratuliert haben. Ich denke mir, für den gläubigen Muslim aus der Türkei ist es ja auch keine Selbstverständlichkeit. Also die haben schon manches mitgemacht und die sind mir gegenüber auch tolerant. Ich frage die dann immer so, ja, warum wählen denn eure Brüder und Schwestern und eure Neffen und Nichten, warum wählen die denn? Ja, weil er dem Land Wohlstand gebracht hat. Und das ist richtig. In vielen Teilen der Türkei hat es in den vergangenen 10, 15 Jahren einen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg gegeben, vor allem auch im ländlichen Raum. Und Erdogan hat ja mal auch einen Dialog mit Minderheiten angefangen, wenn ich mal an die Kurdinnen und Kurden denke, der ja unter alten CHP-Regierungen jahrzehntelang brachgelegen ist. Dass jetzt wieder unerbittlich auch der Konflikt mit religiösen und mit ethnischen Minderheiten in der Türkei gesucht wird, macht uns ja so fassungslos, weil damit ja all das preisgegeben und kaputt gemacht wurde und kaputt zu machen droht, was jahrelang aufgebaut wurde in der Türkei. Und ich will mich zu einer These erheben, die sicherlich sehr streitig ist. Ich glaube auch, dass die Europäische Union und dass die Kanzlerin persönlich in der Mitverantwortung steht für die Entfremdung zwischen der Türkei und der EU. Der ehemalige Kommissionspräsident Barroso war 10 Jahre im Amt. In diesen 10 Jahren hat er die Türkei, obwohl die Türkei Beitrittskandidat war, sage und schreibe 2-mal besucht. Die Kanzlerin hat sich nie für die Türkei interessiert. Sie war nie in der Türkei. Erst als es darum ging, ein Abkommen zwischen der EU und der Türkei in der Flüchtlingsfrage zu schmieden, hat sie das strategische Interesse, ich kann auch sagen, das taktische Interesse an der Türkei entdeckt. Und es fühlen sich viele in der Türkei nicht ernst genommen. Von uns und von der EU. Ich habe mal in Istanbul eine Bürgerrechtlerin getroffen. Ich zitiere das mal. Ich mache mir diese These nicht zu eigen. Ich zitiere sie nur. Die mal sagte, so eine Entfremdung hätte es zu Schröders und zu Chiracs Zeiten nicht gegeben. Das ist eine Wahrnehmung aus einem kritischen Teil der türkischen Gesellschaft, die sicherlich nicht im Verdacht stehen, Freundinnen und Freunde der AK-Party oder auch von Präsident Erdogan zu sein. Und wie geht es nun weiter? Es hat sich ja Dramatisches verändert seit dem gescheiterten Putsch in der Türkei vor einem guten Jahr, der uns ja alle fassungslos gemacht hat. Und ich will das auch nochmal in aller Klarheit sagen. Wir haben noch in der Nacht des Putsches, des glücklicherweise gescheiterten Putsches, deutlich gemacht, dass wir diesen Militärputsch ablehnen und dass wir uns den demokratischen Institutionen verpflichtet fühlen. Wir haben aber dann auch unmittelbar nach dem Putsch deutlich gemacht, dass die Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit nicht preisgegeben werden dürfen.
Und was da passiert ist im Zuge dieses gescheiterten Putsches, das ist mit einer funktionierenden Demokratie und mit einer Rechtsstaatlichkeit verpflichteten Gesellschaft nicht in Übereinstimmung zu bringen. Es sind ja nicht nur 120 kritische Journalistinnen und Journalisten inhaftiert worden. Wir haben auf dem Höhepunkt des Putsches 100.000 Inhaftierungen erlebt. Noch jetzt sind über 52.000 Menschen im Zuge des Putsches in Haft genommen worden. Hunderttausende von Menschen, die im öffentlichen Dienst beschäftigt waren, in der Wissenschaft, an den Universitäten, im Staatsdienst, in den Schulen, sind entlassen worden und stehen vor dem Nichts. Einkommen, Vermögen konfisziert. Das gilt im Übrigen auch für Familien. Und wir erinnern immer wieder daran, dass das kein Umgang sein kann. Wir brauchen eine notwendige juristische Aufarbeitung des Putsches. Aber es gibt jetzt einen Generalverdacht, jeder, der irgendwie mal was mit Gülen zu tun hatte, das ist eine mehr oder weniger religiöse Bewegung. Ich könnte es auch hart sagen, es ist eine Sekte, aber ich will mich da überhaupt nicht weiter einmischen, dass jeder, der im Verdacht steht, mit dieser Gruppierung irgendwann mal etwas zu tun gehabt zu haben, wird aufs Härteste verfolgt. Und wir werden dafür kritisiert, dass wir Gülenisten nicht ausliefern. Wir haben der türkischen Regierung eines deutlich gesagt. Es gibt keine Auslieferung. Nur weil es einen global-galaktischen Verdacht gibt, jemand hat etwas mit Gülen zu tun. Denn auch Staatspräsident Erdogan hat ja mal engste Verbindungen zur Gülen-Bewegung gehabt. Wir können nur dann ausliefern, wenn es konkrete Verdachtsmomente gibt, dass jemand in diesen Putsch involviert war. Und darauf warten wir. Und insofern können wir nicht einfach unter Preisgabe rechtsstaatlicher Prinzipien Menschen ausliefern. Das ist mit unseren Vorstellungen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie nicht in Übereinstimmung zu bringen. Wir haben unsere Politik verändert. Wir haben am Anfang, das kann man kritisieren, das kann man gutheißen, versucht, hinter den Kulissen, in unendlich vielen Gesprächen und Begegnungen deutlich zu machen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir haben versucht, auf die unendlich vielen Provokationen, die Nazi-Vergleiche, nicht zu reagieren oder so zu reagieren, dass man nicht auf harte und unfaire und beleidigende Worte neue Beleidigungen setzt. Wir wollen keine Eskalationsspirale. Wir haben aber jetzt auch anerkennen müssen, dass alleine die Gespräche hinter den Kulissen nicht weiterführen. Und deswegen haben wir auch nicht nur in der Sprache, sondern wir haben auch in unserem Verhalten das eine oder andere überprüft. Das ist uns im Auswärtigen Amt im Übrigen auch nicht leicht gefallen. Weil wir natürlich wissen, dass wir so Dennis Yücel sicherlich nicht frei bekommen. Und vieles, was ich an Gesprächen geführt habe, das kann ich hier gar nicht erzählen und das darf ich ja auch nicht erzählen, weil es uns immer darum geht, Dinge nicht zu verschlimmern. Was hilft es uns, wenn ich heldenhaft in der Öffentlichkeit dastehe, weil ich mich verbal in aller Härte äußere, ich aber gleichzeitig die Chancen der Freilassung von Journalistinnen und Journalisten erschwere? Insofern gibt es einen Unterschied zwischen Amnesty International, die ich sehr achte und schätze, und einer deutschen Diplomatie und einer europäischen Diplomatie, die immer auch versucht, im Interesse der Menschen Dinge nicht noch zu verschlimmern. Das muss man erklären, deswegen bin ich ja auch heute hier. Aber ich kann nicht alles offen auf dem Markte tragen. Ich würde mich darüber freuen, wenn es uns gelänge, auch mit dem neuen wirtschaftlichen Druck, den wir entfalten, wieder Dinge ins Lot zu bringen. Derzeit gebe ich mich keinen großen Hoffnungen hin, aber ich habe schon den Eindruck, dass die Sprache von uns insofern auch verstanden wird, wenn man
neue Privilegien im Rahmen der Zollunion genießen möchte als Türkei, dann muss man dafür eben auch entsprechende Bedingungen erfüllen. Und eine engere wirtschaftliche Zusammenarbeit, die ich im Übrigen für gut finde, ist nur dann machbar, wenn man sich auch im Bereich der Menschenrechte und der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie in Richtung Europa bewegt. Das sind Verabredungen, die auf Beidseitigkeit beruhen und nicht auf Einseitigkeit. Und das haben wir auch der türkischen Regierung immer wieder deutlich gesagt. Und ich finde es in diesen Zeiten so wichtig, dass wir keine Brücken abbrechen. Deswegen haben wir unsere Stiftung, unser Engagement im Bereich des Jugendaustausches, des Kulturaustausches, des Wissenschaftsaustausches ausgebaut und nicht abgebaut. Wir dürfen, das gilt nicht nur für die Türkei, autoritäre Regime nicht gleichsetzen mit den Gesellschaften und mit der Bevölkerung. Es gibt einen Unterschied zwischen der Türkei und der Regierung. Die Türkei ist ein zutiefst gespaltenes Land und das muss sich eben auch in unserer Politik widerspiegeln. Und an der Türkei erleben wir, wie schwierig es auch ist im 21. Jahrhundert, einen Dialog zu pflegen mit Staaten, die unendlich wichtig sind, aber mit Staaten, die eben eine Regierung haben, die weit von unseren Vorstellungen entfernt ist. Das erleben wir derzeit im Umgang mit Russland, das erleben wir derzeit im Umgang mit Staaten im Nahen Osten, das erleben wir derzeit im Umgang mit anderen Staaten, die uns auch sehr nahe sind. Und ich würde uns wirklich auch darum bitten, nicht die Falschen am Ende zu bestrafen. Der Tourismus in der Türkei liegt am Boden, ist etwas kompensiert. Ich tue mich aber schwer, Menschen zu raten, nicht mehr in die Türkei zu reisen. Natürlich weiß ich, dass solche Sanktionen am Ende auch die Falschen treffen. Nämlich nirgendwo ist die Europafreundlichkeit so groß wie an den türkischen Küsten oder in Istanbul, einer wirklich europäischen Metropole. Vielleicht können wir auch darüber heute streiten. Aber ich möchte noch einmal zum Schluss wirklich allen danken, die im Kleinen wie im Großen dazu beitragen, dass der Dialog aufrechterhalten bleibt, dass wir dieses Thema auch wirklich ernst nehmen, Dagmar. Denn das ist ja auch an meinen Ausführungen deutlich geworden. Wie gesagt, schwarz und weiß gibt es hier nicht. Aber wir in Deutschland sind auch vor dem Hintergrund unserer jahrzehntelangen freundschaftlichen Verbindungen zur Türkei, angesichts der vielen Menschen, die hier in Deutschland leben und sehr enge Verbindungen zur Türkei pflegen, aus vielerlei Gründen. Wir sind deshalb verpflichtet, alles dafür zu tun, dass wir nicht in Sprachlosigkeit, in Arroganz und in Aggressivität verfallen, sondern dass wir immer wieder auch den mühsamen Weg der Diplomatie, des Austausches und des gegenseitigen Verständnisses suchen, auch dann, wenn es viele, viele Dinge gibt, die uns verstören, mit denen wir nicht einverstanden sind und die nicht Teil unserer europäischen Werte sind. Schön, dass wir darüber heute reden können. Ich mache das sehr gerne und ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für die Einladung.